Hallo und willkommen in meiner Küche. In der Winterzeit ist ein Eintopf immer eine gute Idee. Heute bereite ich einen sehr simplen, aber nichtsdestotrotz sehr schmackhaften Lachseintopf zu und es ist ganz einfach. Zur Vorbereitung schäle ich kleine Kartoffeln, halbiere sie der Länge nach und schneide sie, wie gezeigt, in Stücke, die aussehen wie Orangensegmente. Das sieht später im Teller hübscher aus als Würfel, ist schnell geschnitten und ich bin nun die kleinen Kartoffeln los, die bei mir gerne übrig bleiben. Beim Porree wird der Wurzelstrunk abgeschnitten, dann mache ich einen Einschnitt in das äußerste Blatt, welches ich entferne. Unterhalb des oberen grünen Blattwerks schneide ich einmal rundherum ein, um den grünen Teil zu entfernen, und auf diese Art arbeite ich mich nach oben. Dann wird der Porree im oberen Teil wie gezeigt eingeschnitten, denn dort kann sich noch etwas Sand befinden. Zum Auswaschen wird er aufgefächert und ausgespült. Anschließend wird der Porree in mundgerechte Stücke von ungefähr 2 bis 3 cm Breite geschnitten und zur Seite gestellt. Eine Zwiebel wird geschält und fein gewürfelt. In einem Topf erhitze ich etwas Öl, dazu gebe ich die Zwiebeln und lasse sie glasig anschwitzen. Das dauert 2 bis 3 Minuten, je nach Hitze. Dann gebe ich den Porree dazu. Da der Porree relativ schnell zerfällt, ist es wichtig, jetzt überhaupt nicht mehr zu rühren. Auf den Porree gebe ich gut verteilt die Kartoffelschnitze und dann fülle ich mit dem Fischfond auf. Ein Lorbeerblatt darf natürlich nicht vergessen werden. Zu dem Fischfond kommt noch so viel Wasser, dass die Kartoffeln so gerade eben bedeckt sind. Es wird gesalzen und ein wenig gepfeffert. Deckel drauf und nun kann das Ganze bei mittlerer Hitze 15 Minuten kochen. Als Protein gibt es im Eintopf Lachs. Da ich sicher gehen möchte, dass sich keine Gräten mehr im Essen befinden, habe ich vom Lachsfilet die Seite zum Schwanzende hin ausgewählt. Dort befinden sich keine Gräten mehr, denn die Gräten befinden sich immer nur zum Bauchraum hin. Trotzdem fahre ich noch einmal zur Kontrolle mit dem Finger über das Filet. Dieses Stück hier hat noch die Haut, die ich nun entfernen muss. Am schmalen Ende mache ich einen Einschnitt direkt unter der Haut, greife das Fitzelchen Haut und nun schneide ich weiter. Wenn die Haut von den Fingern rutscht, kann man sie auch mit einem Haushaltspapier festhalten. Hat man einmal einen festen Griff, kann man die Haut hin und her bewegen und das Messer schön flach halten, damit nicht zu viel Fleisch entfernt wird. Das wäre geschafft. So sieht die Seite nun aus. Diese dunkle Hautschicht ist normal und sehr geschmacksintensiv. Wer sich daran stört, kann sie natürlich abschneiden. Hier habe ich das Filet in mundgerechte Stücke geschnitten. So sieht das Kochgeschehen unter dem Deckel aus. Ich gebe noch eine Messerspitze Tomatenmark dazu, damit sich der Lachstopf farbenfroher darstellt. Um später die Optik etwas interessanter zu gestalten, koche ich auch noch 2 kleine Tomaten für 1 Minute mit, damit sich ihre Haut schnell entfernen lässt. Ich nehme sie heraus, schneide sie klein und später dienen sie mir zur Dekoration. Die Kartoffeln einmal gar, gibt man den Lachs dazu, ebenso wie die klein geschnittenen Tomatenstückchen, damit sie warm werden. Deckel drauf und noch weitere 5 Minuten Geduld. Und so sieht der noch nicht ganz gare Lachs aus. Im Garten habe ich derweil einige junge Blätter Sauerampfer gepflückt. Sauerampfer enthält Säure, die sehr gut zum Lachs passt und er stellt nach dem langen Winter eine willkommene Abwechslung dar. Man sollte aber junge Blätter nehmen und das auch nur im Frühjahr. Die Blätter habe ich sorgfältig gewaschen und schneide sie jetzt in ganz feine Streifen, eine sogenannte Chiffonade. Dazu rolle ich sie auf und ziehe mit dem Messer darüber. Der Fingerrücken dient dabei als Führung. So sieht der Lachs nach einigen Minuten aus. Jetzt gebe ich noch 2 Esslöffel süße Sahne dazu und verteile sie ganz vorsichtig im Topf, denn auch der gare Lachs neigt dazu, sehr schnell auseinander zu fallen. Ich gebe etwas von dem Sauerampfer darauf und gedulde mich noch einen kleinen Moment, währenddessen ich schon mal die Teller vorwärme. Jetzt kann endlich angerichtet werden.
Dazu kann man den Eintopf einfach in ein paar Suppenteller geben oder wie ich hier in Pasta Bowls. Darauf kommt noch ein wenig klein geschnittener Dill und fertig. Porree und Kartoffeln harmonieren aufs Beste mit dem Lachs. Dazu passt ein leichter Weißwein, denn der Eintopf wurde ja ohne Wein zubereitet und seine Säure verbindet sich wunderbar mit dem Essen. Ich hoffe, ihr probiert dieses Essen einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Ihr könnt mir auch auf Instagram und Facebook folgen und natürlich auch meinen Kanal abonnieren. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer guten Appetit!